Herzlich willkommen zur Plant Engineer Tutorial-Reihe. In dieser Videoreihe erhalten Sie Einblicke in unsere intelligente Pint-ID-Software Plant Engineer und Tipps und Tricks für einen schnellen Einstieg in die Anwendung. Freuen Sie sich auf spannende Themen rund um die intuitive Planung, das schnelle Erstellen und Ändern von R&I-Fließbildern sowie die nahtlose Dokumentation verfahrenstechnischer Anlagen. Mit der Label-Konfiguration von Plant Engineer können Sie die Textinformationen, welche an den unterschiedlichen PIN-ID-Symbolen einer Zeichnung angezeigt werden, konfigurieren. Dabei stehen zwei unterschiedliche Konfigurationsmethoden zur Verfügung. Die Label-Konfiguration in der Gruppe Einstellungen erlaubt es, die Standardlabel für Shapes zu konfigurieren. Das bedeutet, dass nach der Konfiguration eines Labels jedes neu erzeugte Shape aus der Shape Library das konfigurierte Label automatisch anzeigt. Für einzelne Shapes auf der Zeichnung kann jedoch auch ein abweichendes benutzerdefiniertes Label konfiguriert werden, welches nur für die eine spezifische Instanz des Shapes verwendet wird. Dies kann im Kontextmenü des Shapes vorgenommen werden. Im vorliegenden Beispiel weist der linke Behälter das Standardlabel und der rechte Behälter ein benutzerdefiniertes Label auf. Um die Konfiguration der Standardlabels aufzurufen, navigieren Sie in die Gruppe Extras, Einstellungen und Labelkonfiguration. Das Fenster der Labelkonfiguration ist aufgeteilt in den Suchbaum auf der linken Seite sowie das Konfigurationsfenster auf der rechten Seite. Um das Standardlabel eines Shapes zu konfigurieren, wählen Sie das entsprechende Shape im Suchbaum aus. In der Labelkonfiguration werden auf der linken Seite die Eigenschaften des ausgewählten Shapes angezeigt, welche für die Konfiguration des Labels zur Verfügung stehen. Der Aufbau des Labels wird im rechten Fenster dargestellt. Im aktuellen Beispiel zeigt das Label des Behälter-Shapes lediglich die Eigenschaft Anmerkung. Zum Hinzufügen einer Eigenschaft aus der Eigenschaftenliste kann entweder das Pfeilsymbol oder die Drag-and-Drop-Funktion genutzt werden. Das Entfernen von Eigenschaften aus dem Label kann über das Pfeilsymbol oder durch Löschen des Textes erfolgen. Das Label kann mit mehreren Eigenschaften gefüllt und auch mehrzeilig konfiguriert werden. Weiterhin können Trennzeichen und Leerzeichen zwischen den verschiedenen Eigenschaften eingefügt werden. Im vorliegenden Beispiel wird die Sichtbarkeit der Eigenschaft Bestellnummer lediglich für den Vertrieb aktiviert. Um das geänderte Standardlabel zu sichern, muss der Sichern-Button am unteren Fensterrand betätigt werden. Mit dem Button Alle Shapes aktualisieren kann das konfigurierte Label auch auf bereits auf der Zeichnung vorhandene Shapes angewendet werden, welche noch das alte Standardlabel oder ein benutzerdefiniertes Label anzeigen. Dabei kann der Anwender entscheiden, ob die individuellen benutzerdefinierten Label der Shapes weiterhin angezeigt werden sollen. Nach Aktualisierung und Schließung des Fensters ist sichtbar, dass der linke Behälter das Label entsprechend des Standardlabels, welches soeben konfiguriert wurde, aktualisiert hat. Der rechte Behälter hat sein individuelles benutzerdefiniertes Label wie gewünscht beibehalten. Wird nun ein neuer Behälter hinzugefügt, so erhält dieser automatisch das konfigurierte Standardlabel. Nachdem die entsprechenden Eigenschaften, die im Label angezeigt werden, ausgefüllt wurden, wird das Label korrekt dargestellt. Ein Wechsel der Rollen im oberen Bereich des Eigenschaftsfensters zeigt die korrekte Funktion der Sichtbarkeitseinstellung der Labeleigenschaften. Um das benutzerdefinierte Label eines Shapes anzupassen, navigieren Sie im Kontextmenü des Shapes zum Eintrag Benutzerdefiniertes Label anpassen. In der Eigenschaftenliste des Fensters werden hier zusätzlich die Werte der Eigenschaften des ausgewählten Shapes angezeigt. Um ein Preview des tatsächlich auf der Zeichnung angezeigten Labels zu erhalten, kann in der Auswahlliste am oberen Rand des Labelfensters der Eintrag Werte anzeigen ausgewählt werden. Es ist möglich, jederzeit zwischen der Anzeige des angepassten benutzerdefinierten Labels eines Shapes
sowie des standardmäßig konfigurierten Labels zu wechseln. Hierfür kann der Eintrag benutzerdefiniertes Label anzeigen im Kontextmenü des Shapes aktiviert oder deaktiviert werden. Möchten Sie Freitextinformationen an einem Label anzeigen, bietet es sich an, die Eigenschaft Anmerkung zu nutzen und im Eigenschaftenfenster den Text entsprechend zu hinterlegen.